Mein Großvater war schon Geissbauer, aber die haben dann in der frühen Zeit ist der in der Druckerei, hat er gearbeitet. Und mein Vater eigentlich auch. Der war auch Drucker. Ja, da sehen wir die Gesamtanlage von dieser Druckerei. Man hat das natürlich nicht so viel da am Wasser in dieser Runde gebaut, sondern weil man die Wasserkraft nutzen wollte. Und man sieht auf der linken Seite vom Neubau sieht man den neuen Kanal, der jetzt auch wieder eine Turbine dreht. Und rechts sehen wir den Langbau, der vor 200 Jahren schon gedruckt wurde. Und hinten dran der Hängeturm, wo ganz am Anfang von der Druckerei die Stoffe getrocknet worden sind. In diesen Räumen, wo wir jetzt Büro haben und Showräume und so weiter, das sind Holzböden als alte Möbel und Tischdruck da, auf vier Stück verteilt, oder? Es sind Tische drinnen gestanden. Mit jeder Farbkübel musste mit der Ware rauf, die Schablone auf und ab und runtertragen. Da hat es einen Schablonenträger gehabt, die den ganzen Tag Schablonen auf und ab getragen haben. Und 1975 hat man angefangen neu zu bauen. Und da hat's dann, von dort weg ist es also zünftig vorwärts gegangen. Schau, da an der Arbeit ein neues Dessin, das wir der Messe gekauft haben, für Kleiderstoff. Was meinst du dazu? Sehr cool. Auch wie es gemacht worden ist, wie man da sieht, mit dieser Collage-Technik, finde ich super. Kann man es ein bisschen kleiner machen noch? Es darf einfach, die Feinheiten dürfen nicht verloren gehen da drin. Es sind ganz feine Abläufe drin. Da. Und in der Kreation passiert der Anfang. Das ist der wichtigste Teil. Ohne Kreation nützt alles andere nichts. Und Kreation ist wichtig, weil die muss auf den Absatzmarkt, auf die Kunden eingehen. Also ich habe meistens so eine Inspirationswand, wo verschiedene Inspirationsbilder vorhanden sind, manchmal auch Sachen aus dem Alltag, Künstlerinnen, zum Beispiel Louise Bourgeois. So baue ich das nach und nach auf. Gleichzeitig passieren wie auch die Prototypen im Atelier, also die Schnittentwicklung. Was meinst du? Die Grösse ist super. Oder? Super. Ja. Das ist super. Wir müssen einfach, wenn wir es so gravieren, müssen wir schauen, dass wir die Feinheiten nicht verlieren, dass es gleich noch brillant und fein ist. Ja, ist doch super, gut. Kann man so gravieren. Einmal pro Jahr sind wir an der Messe. Auf die Messe hin haben wir wirklich eine tolle Kollektion machen, also eine freie Kollektion machen. Dann natürlich mit dem unsere Kunden überraschen mit neuen Techniken. Wir haben auf das auch neue Dessen, Schablonen gemacht und gedruckt. Im Kleiderbereich musst du zweimal im Jahr eine Kollektion machen. Du kannst nicht mit 3 Dessen auf dem Markt. Oder? Du musst 30 Dessen machen, im Winter, im Sommer, auf verschiedene Grundwaren. Das ist eine riesige Investition. Kostet pro Kollektion über 1 Million. Und das musst du nachher wieder reinholen. Oder? Und das ist nicht möglich gewesen. Da sehen wir den ersten Schritt der Produktion. Für den Druck braucht man vorbehandelte Stoffe, Grundwaren, und die kaufen wir so ein. Die sind also schon gebleicht und gewaschen und werden jetzt hier für einen Druckauftrag vorbereitet. Wir können die so stückweise über, etwa 60 Meter rollen, und Karin tut da die Stücke auftragsgemäß zusammennähen. Also wenn es 4 Stück pro Colorit sind, dann macht sie einen Rugel, damit man da nicht mehr unterbrechen muss. Sie tut da immer schauen, dass der richtige Druckseite richtig zusammengenäht wird, und das geht dann nachher weiter zur Verarbeitung. Das ist jetzt der Auftrag, den Karin gerollt hat, und das geht jetzt da zum Spannrahmen.
Weil dort ist wichtig beim Druck, dass der Ware kantengerade gerollt ist, dass es also unter der Schablone nicht hin und her geht und dass der Schuss gerade ist. Das tut er da auf dem Spannrahmen machen und nach vorne und hinten einen Vorläufer dran tun, dass er beim Druckauftrag die ersten 2 Schablonen auf einen Vorläufer drücken kann und der erste Meter von der Produktion eigentlich schon gut ist. Da sehen wir jetzt eine Spezialität von Mittlödi. Wir tun hier eine Scherli-Qualität, die teilweise etwas dicker ist und teilweise etwas dünner, auf einen Vorläufer Baumwolle draufkleben. Das ist der Zweck, dass man genügend Farbe geben kann, um die dickeren Stellen sauber durchzufärben. Und auf der dünneren Stelle, wo es eigentlich zu viel Farbe hat, wird das abgesogen. Wir sehen hier die Unterlage auf der Docke, die läuft nachher da durch ein Quetschwerk mit einer gravierten 1000-Punkt-Walze. Da sehen wir die 1000-Punkt-Walzen und die 1000-Punkt-Walze tut dann der Kleber auf die Vorläuferware draufdrücken und innerhalb von ein paar Sekunden kommt nachher die zu bedruckende Ware auf die Unterlage und die klebten während dem Druckvorgang. In der Schweiz gewobene Chaka-Druckböden, ein Druck, der noch von Mittlödi draufgekommen ist, auch in der Schweiz, ist ein sehr teures Produkt geworden. Also wir reden hier von einem Meterpreis von 28 Franken, damals schon aufwärts, oder? Und heute kommst du irgendwo in einem Billiglabel eine Bluse über für 17 Franken, oder? Wir waren ein teures Produkt gewesen, haben aber auch unvergleichliche Kreationen gemacht. Also auf Metall haben wir gedruckt. Wir haben ganz cooles Zeug gemacht. Da sehen wir den Transferkalender. Wir haben hier ein Dessin gedruckt für den amerikanischen Kunden in einer sogenannten Fliessdrucktechnik. Das heisst, die Farben dürfen nicht genau stehen, so wie sie graviert sind, sondern müssen vom Druck ein bisschen verfliessen. Aber eine Figur ist genau gestochen scharf und das ist die Metallkontur, die am Schluss reinkommt. Wir drucken nur den Kleber in die Blumen rein und der Kleber tut nachher auf dem Transferkalender aus der Folie raus, aus dieser Goldfolie raus, der Effekt auslösen. Wir sehen hier die Folie, wenn sie gebraucht ist, das, was jetzt dort hell leuchtet, der Teil ist nachher auf dem Stoff und in der Blume rein, genau eingepasst. Kunden, die speziell nach Afrika liefern, also Schweizer Kunden für uns, die nach Afrika liefern, die sind doch oft mit diesen Kunden hierher gekommen. Ich glaube, das war ein gutes Verkaufsargument für unsere Kunden. Oder? Und die Kunden sind mehr in Switzerland, sind hierher gekommen und gesehen, wie man es macht. Wenn ich mit denen hier auf Lauka ins Bergrestaurant bin, oder? Da haben die immer Freude gehabt. Da sehen wir die Rotationsdruckmaschine, wo wir den neuen Tarndruck für die Schweizer Armee machen. Das ist ein Polyamid-Gemälde, wo dann noch eine Membran draufkommt, die muss wasserdicht sein, was eine gewisse Herausforderung ist. Das Pflichtenheft von 120 Seiten mit sehr verschiedenen Parametern, die stimmen müssen. Das eine ist zum Beispiel der Tarneffekt, das muss unter Infrarotlicht die verschiedenen Farben unterschiedlich reflektieren, damit man die Silhouette vom Menschen nicht sieht, sondern nur jede Farbe einzeln und dadurch nicht kann sagen, dass das eine Person ist, sondern dass das eben aufgelöst ist. Für die Schweizer Armee haben wir sehr gerne gearbeitet. Aber die Schweizer Armee war nicht gewillt, den ganzen Auftrag an einem Drucker in der Schweiz zu geben, weil wir sind lange Zeit der Einzige, der das in der Schweiz kennen. Sie haben ein zweites Bein wollen. Und da das zweite Bein eben günstiger war als wir, haben wir da manchmal nur noch einen kleineren Auftrag bekommen, was für uns zeitweise nicht schön war. Die Beamten, die den Auftrag vergeben haben, oder, die haben gesagt, ja, wenn ich da 100'000 Meter Mittlödi mache oder 100'000 Meter in Belgien, das kostet 2 Franken mehr in Mittlödi, das sind 200'000 Franken. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, das hat jetzt geändert in den letzten 2-3 Jahren. Sie sind jetzt, haben sie gemerkt, dass das vielleicht nicht schlecht ist, wenn man so etwas in der Schweiz machen will. Und wenn es aber Franken teurer ist,
vielleicht unter dem Strich mit den Arbeitsplätzen, mit den Steuern und der Sicherheit, die man hat. Ich glaube, das haben sie für uns ein bisschen spät gewesen. Kannst du dir vorstellen, früher hast du, wenn du geheiratet hast, dich einrichten lassen vom Innendekorateur und hast das Schlafzimmer mit dem Bettüberwurf und die Tapisserie hast du einfach alles machen lassen. Das hätte bis die Pensionierung müssen heben. Und heute musst du saisonal dekorieren. Da sehen wir den Christian, unseren Designer, der hier Muster druckt im Digitaldruck. Der Vorteil des Digitaldruck ist, dass wir hier keine Schablonen brauchen. Das heisst, wir können unlimitierte Farbzahl über das File einspeisen und der Drucker druckt dann das auf die Ware. Das ist Zellulose und wir drücken da Reaktivfarbstoff draufdrucken. Also nicht wie auf Papier, wo es irgendein Pigment ist, sondern das ist wirklich ein echter reaktiver Farbstoff, der dann in einem weiteren Arbeitsgang mit der Grundware reagiert. Bei uns ist der Digitaldruck noch relativ klein im Umsatz und in Meter. Aber es gibt schon sehr viele Dessins, die in kleinen Mengen eben digital gedruckt werden, die man sonst gar nicht mehr machen kann, weil die Investition in Schablonen für die Menge, die es nachher gibt, viel zu klein ist. Also so eine Schablone kostet ungefähr 500 Franken im Durchschnitt, mal 30'000 ist ein relativ grosser Betrag. Aber es nützt nur etwas, wenn man sie nutzen kann, wenn man Aufträge drucken damit. Wenn man es nicht nutzen kann, ist es totes Kapital und ist irgendwo am Lager. Und das ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Da sind wir im Schablonenlager, tiptop organisiert. Sie sehen verschiedene Grössen, verschiedene Breiten und natürlich chaotisch gelagert, aber im System ist das alles genau hinterlegt. Also die müssen nicht immer am gleichen Ort sein. Wenn der Drucker eine Schablone braucht, dann holt er die ab, tut den Lagerplatz löschen und dort, wo er es dann versorgt, wird es wieder frisch eingetragen. Also er findet alle Schablonen wieder. Bei diesen Schablonen, die wir hier haben, das sind etwa 30'000 Schablonen, die sind auf 4 Stockwerke verteilt. Also es ist eine riesige Menge an Schablonen und natürlich auch ein riesiges Kapital, wenn man sie nutzen kann. Ja, das ist der Tischdruck da, wo er das Dessin auf Seidenkette druckt für Frankreich. Das ist mehr hundertjähriges Original, das wir da auf einer Seidenkette für eine Schlossreproduktion in Frankreich drucken. Das ist April 1978, als ich da gekommen bin. Dazumal Seidendruckerei Mittlödi. Dazumal war das ein Schichtbetrieb. Ja, und dann hat es natürlich eben, ich schätze, es um die 140 Mitarbeiter sind da gewesen. Wir sehen jetzt hier, wie der Rackel hin und her geht. Das ist heute pneumatisch angetrieben. Und früher hat man das von Hand, den Rackel hin und her geschoben. Und zwar, ihr seht, der Drucktisch ist etwa 1,80 Meter breit. Da hat also einer nicht so lange Arme gehabt. Man hat auf beiden Seiten einen gebraucht und in der Mitte hat man dann den Rackel übergeben. Und das hat etwa mal ein unterschiedliche Ausfall gegeben, links und rechts, weil meistens ist auf der einen Seite der Drucker und auf der anderen Seite die Frau, die geholfen hat. Und das hat nicht immer den gleichen Ausfall gegeben und hat etwa mal Diskussionen gegeben.
Man sammelt natürlich enorme Erfahrung. Man schaut etwas an und dann weiss man schon, das mache ich dann so und so. Was nehme ich da für heutige Rackel, um die Farbe über die Sieb zu tun? Wie viel Farbe braucht die Ware? Also, braucht der Stoff? Da gibt es die braucht sehr wenig und da gibt es die braucht sehr viel. Es gibt immer wieder neue Sachen und das sind immer neue Herausforderungen. Das ist jetzt schon wieder auf einem anderen Tisch. Das ist ein Erzdruck auf einen Karo-Vordruck. Also das blaue Karo ist vordruckt worden und dann wird nachträglich die Figuren aus dem blauen Karo rausgegäzt. Die Tische sind beheizt. Das heisst, wenn er eine Farbe gedruckt hat, die ganze Länge, dann wird die trocken auf dem warmen Tisch. Und wenn die nächste Schablone draufkommt, gibt es einen anderen Effekt, als wenn man auf der Maschine eine Schablone nach der anderen nass in nass druckt. Es ist ja wirklich schade. Ja, und das Handwerk, das gibt es eigentlich nicht mehr nachher. Einmal wenigstens in der Schweiz nicht mehr, oder? Also Flachsiebschablonen. Es gibt noch einen, der Rotationsdruck macht, aber so findet man es nicht mehr. Ja. Hier sehen wir Flachfilmdruckmaschinen. Es ist eine lange Maschine, da können wir 20 verschiedene Schablonen draufdrucken. Also das ist wahrscheinlich eine der grössten, die es überhaupt weltweit gibt. Man kann da verschiedene Rapporte drucken und vor allem kann man auch verschiedene Gewichtsklassen drucken. Da sehen wir jetzt eine Linie, die auf der Rotationsmaschine vorgefärbt worden ist mit dem Ockerton. Und darauf kommt jetzt so Effekt, das dessen heisst Brushstroke, weil das so Pinselstriche sind. Und das ist für einen amerikanischen Dekorkunden, der einen ganz berühmten Designer gemacht hat. Die Ware wird immer pro Rapport um einen Rapport nach vorne geschoben, dann wird gedruckt, dann geht es wieder nach vorne und wird wieder gedruckt. Das heisst, die Schablone ist stationär und die Ware bewegt sich im Rapport. Da hinten läuft dann die Ware in die Trockner rein, weil da wäre sie noch nass und die Farbe wird noch verschmieren. Hinten kommt es trocken raus. Der Drucker kann hinten jetzt da schon die Farbe kontrollieren. In diesem Fall, das ist nicht überall so, manchmal ist vor dem Fixieren noch Farbunterschied, aber in diesem Fall ist das eigentlich fertig und er kann kontrollieren, ob das auch mit der Vorlage, die er hat, übereinstimmt. Ich glaube, für mich jetzt Textil oder auch die ganze Textilgeschichte im Glanerland auch so eine mega Faszination mit all diesen unerzählten Geschichten, die so in dem Textil stecken und irgendwie dort auch also ganz viele Fragen aufwerfen. Auch mit den zum Beispiel ArbeiterInnen-Kämpfen, mit dem ersten Fabrikgesetz, mit den Handwerkstechniken, mit den verschiedenen Standorten, aber auch mit dem Niedergang jetzt ein bisschen von der Textilindustrie, aber auch mit dem Pioniergeist, mit der ganzen Innovation, die da stattgefunden hat, aber auch mit der Ausbeutung, mit dem Kolonialismus, der dahinter steckt. Da sehen wir unsere Endausrüstung. Das sind jetzt da die Tüchle, die für das ESAF, eidgenössisches Schwingfest, am 25. produziert werden. Die Ware wird foulardiert mit einem Griffmittel, dass es ein bisschen weich ist und wird nachher über eine Anlage, die den Schuss gerade richtet, Bogenverzug verhindert, geführt und nachher in einem Spannrahmen genau auf die Breite gezogen, was es eben braucht, Breite und Länge. Hoffentlich haben da Haufen schwingen, das gibt dann doch 3000 Meter da. Wir sehen hier die gebogenen Walzen, dort den Bogenverzug vom Schuss regulieren und er tut jetzt da die Kanten genau in Spannrahmen einführen. Also auf der Seite sind Ketten, wo die Ware aufgenadelt wird und die Ketten die kann er steuern, die Breite und das Vorgehen. Und so sollte am Schluss das Tüchlein quadratisch sein und schussgerade. Da sehen wir den Einlauf in den Spannrahmen rein.
Das sind dann mehrere Felder, wo man die Temperatur unterschiedlich einstellen kann. Je nach Gewicht und so weiter muss das höher sein. Man muss natürlich nicht mehr heizen, als eine leichte Ware braucht. Also das wird je nach Qualität werden die Temperatur und die Geschwindigkeit eingestellt. Das ist der Mert, das ist einer unserer letzten Lehrlinge, der Textiltechnologe ausgebildet worden ist. Wir sind viele, viele Jahre die Einzigen gewesen, die junge Leute ausgebildet haben. Und die haben alle Freude am Beruf und die meisten sind noch irgendwo im Beruf drin. Bei uns leider, wir haben jetzt, seit die Situation so schwierig ist, haben wir keine Lehrlinge mehr ausbilden, weil das hätte ich nicht mehr verantworten. Aber doch die dort die Lehre gemacht haben, die haben eine gute Grundausbildung im Textil und haben einen guten Weg gemacht. Und das ist eigentlich etwas, wo ich stolz bin darauf, ja, dass wir das machen können. Ja. Da sehen wir unsere Sanfor-Maschine. Das ist eine Maschine, die die Ware krumpfen tut. Das heisst, bei uns, bei der Verarbeitung, wird sie etwa mal in die Länge gezogen. Und wenn man da am Schluss an der fertigen Ware Vorhänge macht und das wäscht, dann geht sie ein. Das heisst, wir tun die da vorher schon krumpfen, damit sie beim Waschen nicht mehr eingeht. Die Ware wird da über einen Zylinder geführt und der Zylinder ist mit einem fast 10 cm dicken Gummituch umschlungen und das Gummituch tut sich dann lösen beim Ausgang und dadurch wird die Qualität, die mitläuft, wird geschrumpft. Nachher ist das Dessert fertig und kann aufgemacht werden. Das ist der Hängeschlaufendämpfer. Das heisst, in dem Dämpfer ist Wasser über 100 Grad und das Wasser tut dann den aufgedruckten Farbstoff noch einmal lösen und der tut dann eindringen ins Gewebe und wird so fixiert. Das ist je nach Farbstoffklasse und nach Grundware ist das unterschiedlich. Aber da sehen wir jetzt gerade, das ist das, was wir vorher gesehen haben beim Drucken. Das ist der Ätzdruck auf dem Karo. Der wird jetzt da 10 Minuten gedämpft und dann wird das Karo ausgeätzt und die neue Farbe wird fixiert. Vorne beim Einlauf haben wir einen Militärstoff gesehen. Das ist der Vorläufer, weil in dem Dampfraum sind bei 150 Meter Ware immer auf einzelne Stangen aufgelegt. Und dann müssen wir, wenn wir aufhören, müssen wir wieder einen Vorläufer rein tun, damit wir dann nicht jedes Mal einfädeln müssen. Sonst hätten wir da 2 Stunden Arbeit. Da wird jetzt gerade kontrolliert, ob der Ätzdruck auch sauber rausgekommen ist. Es hatte ganz kleine Pünktchen auf der Linie, die nicht ganz sauber ausgeätzt worden sind, die dann aber beim Waschen schon rauskommen. Da sehen wir gerade wieder den Vorläufer, der dann angebüßt ist und für die nächste Partie wieder gebraucht wird. Ein guter Kunde aus Paris, ein Dekor-Kunde, der ist da gekommen, seine Original und Sachen holen. Dann hat er das auch umgezeichnet und hat er angefangen zu brüllen und gesagt, das ist so elend, dass ich da aufhöre. Und das ist nicht ein Weichei, ja, das ist ein guter Tipp. Aber das machen, was man kann und was nicht ändern kann, irgendwo auch akzeptieren. Da sehen wir den Blitzdämpfer. Der heisst Blitzdämpfer, weil die Dämpfzeit nur 2 Minuten ist. Wir sehen jetzt hier Klarnatücher, die reinlaufen. Das ist gedruckt auf Baumwolle mit einem Reaktivfarbstoff. Aber das ist ein 2-Phasen-Verfahren. Das heisst, die Chemikalien, die es braucht zum Fixieren, das Alkali, das ist nicht in der Druckpaste drin, sondern wird eben im Blitzdämpfer mit Wasserglas aufgetragen. Dann wird das innerhalb von einer Minute wird das dämpft und läuft nachher kontinuierlich durch die Waschmaschine durch. Das heisst, der Anteil von einer Druckpaste ist etwa 95% Verdickung und Hilfsmittel und nur ganz wenig Farbstoff. Und nach dieser Wäsche da ist dann nur noch der Farbstoff auf der Ware und die ganzen Hilfsmittel die sind dann abgewaschen. Da kommt die Ware zur Waschmaschine raus und läuft kontinuierlich in den Trockner rein. Sogenannter Schwebetrockner, dass die Ware also da schon möglichst gut eingehen kann. Im Trockner ist die Ware nicht festgehalten, sondern sie kann dort schrumpfen.
wird sie hier aufgerollt und geht dann nachher wieder in die Ausrüstung, wie wir auch beim Schwingertüchli schon gesehen haben. Da sehen wir jetzt Endkontrolle, das ist wahr, wo fertig ist. Und Karin schaut das an. Du zuerst mit der Vorlage schauen, stimmt die Farbe. Dann tut sie es auf Fehler kontrollieren und unglaublich, dann schaut den ganzen Tag da drauf und sieht jedes kleinste Fehlerchen. Und dann sehen Sie, wie Karin da immer die Hand drauf hebt. Das ist, wenn es jetzt eine Griffveränderung gibt von der Ware oder wenn Falten entsteht oder Noppen und so weiter, das spürt die auch mit den Händen. Da tut sie jetzt gerade einen Fehler markieren. Das ist nachher für den Kunden, der weiss, dort ist so ein Faden drin, der weiss, dort ist ein Fehlerchen. Wir müssen es dann avisieren, bei Meter sowieso ist ein Fehler drin und er kontrolliert das dann. Ja, da sehen wir den Farbkoch da. Der hat da gerade ein paar Müsterchen in der Arbeit. Die muss er noch von Hand rühren. Sie sehen da in dieser Farbküche, das hat Hunderte, wenn nicht Tausende von Güterchen, um jeden Effekt und jede Farbe zu imitieren. Da sehen wir, am Anfang hat er eigentlich nur die Verdickung drin und ein paar Tröpfchen Farbstoff und tut das jetzt da untereinander machen. Also, ich war immer in der Farbküche, vom Anfang an. 1986 bin ich da gekommen, das war die Firma. Und ich bin immer noch da. Also, seit 37 Jahren mache ich das gleiche Arbeit. Die Farben werden nachher auch geprüft. Er hat jetzt nur Muster gemacht, aber aufgrund der Paste kann man die Farbe, die entsteht auf dem Gewebe, nicht beurteilen. Darum muss er die Muster jetzt auf das richtige Gewebe drucken. Und das macht er mit so einer Probeschablone. Da sehen wir, wie mit einem Rollracker die Farbe durch die Sieb durchgedruckt wird. Und da sieht man jetzt die einzelnen Farben. Mit diesen Probeabschlägen passiert nachher das genau gleich wie das, was wir in der Produktion machen: dämpfen, waschen und ausrüsten. Und danach geht das in die Kontrolle. Allein in der Farbküche sind wir 6 Leute. Etwa 10 Leute haben Farben gemacht von Hand. Und die restlichen haben 3 Leute haben im Büro gearbeitet, bei mir im Büro, das unten ist. Und andere haben Balken gemacht und Kübel gewaschen. Und eben die anderen wichtigen Sachen haben sie gemacht. Die Farbe, die der Farbkoch angesetzt hat und dann die Balkenabschläge gedruckt und fixiert hat, den bringt er jetzt ins Abmusterzimmer und dort sind die Vorlagen, wie die Farben schlussendlich sein müssen. Und zwar ist die Vorlage dort als Dessin, aber es ist auch schon dort als Balkenabschlag, wo man für die Vorlage damals gebraucht hat. Weil auf einem Dessin, wenn noch eine kleine Figur ist, ist es manchmal schwierig zum Abmustern, aber als Balkenabschlag kann man das ganz genau vergleichen. Hoi Martin. Hallo Tonschei. Ist das vom Köbi? Das machen sie hier unter der Abmusterkabine. Das heisst, das Licht ist normiert dort drin. Das ist Tageslicht. Das wird immer unter dem gleichen Licht abgemustert, nicht unter Lampen oder Tageslicht und so weiter. Das ist recht wichtig, weil die Farben manchmal mehr sind und da braucht es eine gleiche Lichtquelle. Wenn die Farbe stimmt, ist gut, dann tut sie es unterschreiben. Wenn sie nicht stimmt, dann schaut sie die Rezeptur an und schaut die Mischung an und tut das allenfalls korrigieren. Da sieht sie jetzt, das ist rechts die Figuren, das ist das Dessin und links sind die ehemaligen Balken. Also wenn sie die Rezeptur nimmt, sieht es so aus, wie wenn die Farbe nicht genau so ist, wie sie schlussendlich sollte sein. Wir können von jedem Farbrezept über, wo von oben alles ins Computer gespeichert ist. Dann komme ich das direkt in meinen PC rein und dann kann ich diese abrufen und an den Roboter Befehl geben. Früher hat man zum Beispiel in einem Tag pro Person, sagen wir, je nach Farbgröße 20 bis 50 Farben gemacht. Aber heute machen wir bis 500 Stück.
Ich habe alles gerne gemacht. Und eben... Ja. Das ist da links, das ist das Kesselhaus, wo unsere Heizkessel drin sind. Und da kommt der Bernd, unser Unterhaltschef. Ihr seht, der kommt immer mit dem Velo, weil von unten bis oben ist relativ weit und der wird also durchschnittlich alle 2 Stunden an einem anderen Ort hingerufen, wo er dann sofort kommen muss. Praktisch bei allen Maschinen, die wir haben, gibt es keine aktuellen Lieferanten mehr. Das heisst, alles, was irgendwo kaputt geht, müssen wir selber reparieren. Und da sind wir sehr froh, wenn wir einen versierten Mann haben, der sich da selber helfen kann. Es sind also 2 riesige Heizkessel, wo wir leicht Öl verbrennen. Und das ist eines von unseren grossen Problemen, dass wir einen riesigen Energieverbrauch haben in der Produktion, aber auch, weil es sehr grosse Liegenschaften sind, wo wir vor allem im Winter also diesen Heizkessel haben. Also wir müssen dann Gebäude heizen, auch wenn die Produktion nicht läuft. Ein Investor will halt doch eine Rendite. Das ist im Moment da nicht möglich. Also da müsste wirklich jemand mit Herzblut dahinter stehen und sagen, das will ich wieder. Wir intern da haben jetzt ein kleines Projekt für ein Technikum, einfach um das Know-how anwenden, aber eigentlich nicht als Produkt zu verkaufen, sondern als Know-how-Factory. Und das hätte jetzt schon gewisse Chancen, dass man das behalten kann. Also mindestens das Know-how wird da bleiben. Ja. Ich glaube, das sind jetzt doch 20, 30 Jahre, wo irgendwie das Wissen in gewissen Köpfen vorhanden ist. Auch wie dass man mit diesen Maschinen umgeht, wie dass man die Farben anmischt, wie dass man die Siebe verwendet. Oder, also da gibt es ganze Haufen, die verschiedenen Spezialitäten, die in der Textildruckerei Mittlödi vorhanden sind, umgesetzt werden können. Dass man da irgendwie InvestorInnen finden kann oder einen politischen Weg findet, um da irgendwie noch anzuknüpfen. Das wäre ein grosser Traum. Mhm.